Good evening. Good evening to you. Good evening. Wow. What a wonderful crowd. Hello back there. Hi. Was für eine wundervolle Ansammlung von Ja. Menschen. Hallo da hinten. Yeah. Thank you for coming out to be with me. Ich danke euch dafür, dass ihr den Weg genommen habt, hierher zu kommen, um mit mir zusammen zu sein. It is a great honor for me that you would come. Ich sehe es als große Ehre an, dass ihr gekommen seid. Geht es nicht mit Mikro? Okay. Es wird lauter. Yes. Are you happy, sir? Everything good? Perfect. Good, thank you. Thanks. Last night was my first night back with you in Germany for a while. Gestern Abend hatte ich den ersten Vortragsabend, als ich in diesem Jahr zurück war bei euch in Deutschland. And we had to go down a little winding lane that was covered with snow and ice. Und um dorthin zu kommen, wo der Veranstaltungsort war, mussten wir eine kurvige Straße nehmen, die bedeckt war mit Schnee und Eis. And the wind was blowing, Der Wind blies and we were way out in the country. und wir waren draußen, JWD. And I thought, who would come out on a night like tonight? Who would come out? Maybe one person will come. Und ich fragte mich insgeheim, wer kommt denn an einer solchen Nacht nach JWD? Und dachte, einer wird vielleicht kommen. And it was full of wonderful people. Und Just der full. Saal war einfach gefüllt mit wunderbaren Menschen. Yeah. That is amazing to me. Das hat mich erstaunt. Some of you are wondering already, Einige von euch stellen sich bereits die Frage, what does William want from us? was will denn William von uns? No one comes to Germany in February. Kein Mensch kommt im Februar nach Deutschland. So what does he want? Was will er eigentlich? And what I want from you is this. Jetzt sage ich es euch, was ich von euch möchte. I want you to relax. Entspannt euch. And I want you to be yourselves. Seid ihr selbst. I want you to be exactly who you were created to be. Ich möchte, dass ihr genauso seid, wie ihr geschaffen worden seid. Nicht mehr und nicht weniger. Not more, less. Just in case. Now that was a risk. So that's what I want. Das But- möchte ich. But then some of you are wondering, what does God want of us? What does He want from us? Und dann stellen sich manche noch die Frage, und was möchte eigentlich Gott von uns? Well, He's the one who created you as you are. Gott hat euch so geschaffen, wie ihr seid. And He has made you a distinct people, Und er hat euch zu spezifischen Menschen gemacht. and you have certain traits and certain talents that are from Him. Not me, from Him. Mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet, mit bestimmten Talenten, die ihr von Gott bekommen habt, nicht von mir. In fact, you are blessed with many talents. In Wirklichkeit seid ihr gesegnet mit vielen Talenten und Gaben. So, what He wants from you is for you to use those talents fully. Gott möchte von euch, dass ihr diese Talente voll und ganz zum Einsatz bringt. You are one part of a gigantic puzzle.
Ihr seid ein Teil von einem riesengroßen Puzzle. That's all His creation. He owns it. It's His. Dieses Riesenpuzzle ist seine gesamte Schöpfung. Ihm gehört sie. And your spot in this big puzzle has been empty for a long time. Und eure Stelle in diesem Riesenpuzzle ist lange nicht besetzt gewesen. You've been absent. Ihr wart weg. And the puzzle is not complete without you. Und das Puzzle ist nicht vollständig ohne euch. So then the next question comes. Als nächstes kommt noch eine Frage. When will God send us a sign that now is our time? Wann bekommen wir von Gott ein Zeichen geschickt, dass unsere Zeit jetzt gekommen ist? That God is now with us, the German people. Dass Gott inzwischen mit uns, mit dem deutschen Volk ist. He has sent you a sign. Ja, er hat euch ein Zeichen geschickt. I am the sign. Ich bin dieses Zeichen. Now, I am only with you for a short time. Ich bin nur kurze Zeit bei euch. It is Germans who will make all of the decisions about your future. Es werden die Deutschen sein, die alle die Entscheidungen treffen bezüglich eurer Zukunft. There is a new Germany coming Ein neues Deutschland kommt auf. because it is time for a new Germany to come. Denn es ist die Zeit dafür, dass ein neues Deutschland auftritt. And before that reality can come, there has to be belief. Und ehe diese Wirklichkeit sich einstellen kann, muss es einen Glauben geben. Belief comes before reality. Der Glaube steht vor der Verwirklichung. And up until now, you have not had that kind of belief. Und bis jetzt habt ihr diesen Glauben nicht aufgebracht. So I am here to tell you what is coming and what you must do. Ich bin also hier, um euch zu sagen, wie die Zukunft aussieht, was kommt und was ihr tun müsst. Do I want you to become taller or thinner or smarter? Is that what I'm here for? Meint ihr, dass ich hierher komme, weil ich möchte, dass ihr größer seid oder dünner seid oder gescheiter seid? No, I want you to love yourself Ich möchte, dass ihr euch liebt as Germans. als Deutsche. And I want you to know that I love you exactly as you are. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch genauso wie ihr seid liebe. And the love that I've been given for you Und die Liebe, die ich empfangen habe für euch, is a perfect mirror of the love that God has for you. ist ein vollkommener Spiegel der göttlichen Liebe für euch. So you must start loving yourselves Also es fängt damit an, dass ihr euch selbst liebt. as who you were created to be. Und zwar als der oder diejenige, als die ihr geschaffen worden seid. That's how you respect your Creator. Auf diese Weise, durch die Selbstliebe, respektiert ihr euren Schöpfer. He doesn't expect you to go to church 30 times in a row or to crawl on your knees. He just wants you to respect Him Gott möchte nicht, dass ihr 30 Mal hintereinander in die Kirche geht oder dass ihr auf Knien rutscht. Er möchte einfach nur, dass ihr Gott respektiert. by being who He created you to be Indem ihr einfach der oder die seid, als die ihr geschaffen worden seid von Gott. and by using all of your talents fully.
Und indem ihr euch eure Talente, eure Gaben vollständig einsetzt. And I am to tell you Ich werde euch Folgendes sagen. that you are to stop hiding. Ihr dürft euch nicht mehr verstecken. The self-pity has to stop. Schluss jetzt mit dem Selbstmitleid. The shame has to go away. Scham geht weg. Guilt, away. Schuldgefühl, fort damit. None of this is of God. Das gehört alles nicht zu Gott. This is all from Bletchley Park. Das sind die Ergebnisse von Bletchley Park. It is in your brain, but it is not in your heart. Es ist euch in den Verstand gebrannt, aber es ist nicht in eurem Herzen. You can brainwash people for 75 years. Man kann ein Volk 75 Jahre lang Gehirn waschen. But it only goes that deep. Aber die Gehirnwäsche reicht nur ein paar Zentimeter tief. And the people who brainwashed you didn't know you. They didn't know who you are. Und die, die euch Gehirn gewaschen haben, hatten keine Ahnung, was für Leute ihr seid. They didn't even know there was a deutsche Seele inside of you deeply. Und sie hatten schon gar keine Ahnung davon, dass es eine deutsche Seele tief verborgen in euch gibt. And now that deutsche Seele is coming free again. Und diese deutsche Seele kommt jetzt wieder zum Vorschein, wird wieder frei. Now there's a few of you right now who are thinking, William, you don't know us. Einige von euch denken jetzt gerade, aber William, du kennst uns doch auch nicht. You don't know how terrible we've been. Du hast ja keine Ahnung, wie schlimm wir gewesen sind. You don't know what terrible things we do. Du weißt auch nicht, was wir für schreckliche Dinge anstellen. You see, you don't realize that we can't be strong. Gell? Du erkennst überhaupt nicht, dass es gar nicht möglich ist, für uns stark zu sein. If we're strong, we may go crazy. Wenn wir stark sind, dann könnten wir wieder verrückt werden. That is a lie. Das ist eine Lüge. That is not how you were created. Und so seid ihr auch nicht erschaffen worden. You have a place in this world. Ihr habt einen Platz in dieser Welt. And the world is only in mediocrity without you. Und die Welt ist nur mittelmäßig ohne euer Beisein. They're waiting for you. Sie warten auf euch. People look at Germany from outside. Die Leute betrachten euch von außen They ask a question. und sie stellen sich die Frage, Where did the Germans go? wo sind bloß die Deutschen abgeblieben? The Germans who were upright and tall. Diese aufrechten und großen Deutschen, The Germans who were not afraid of anything. diese furchtlosen Deutschen, The die Germans who worked hard and produced beautiful things. diese arbeitsamen Deutschen, die schwer gearbeitet haben und Schönes zustande gebracht haben. Where did the Germans go? Wo sind die Deutschen hin? The best thinking people in the world have disappeared. Die Leute, die am besten in der Welt denken können, sind einfach verschwunden. They're in hiding. Sie haben sich ins Versteck begeben. Some say, no, they're not in hiding. Manche sagen, nee, nee, die sind nicht versteckt. They have now become zweite Klasse Amerikaner. Inzwischen sind sie Zweitklass-Amerikaner. They have their hat on backwards. Ach, und sie tragen die Baseballkappe mit dem Schild nach hinten. Or no, they're zweite Klasse Europäisch now, so they're just like everybody else. Und wenn nicht, dann sind sie Zweitklass-Europäer. Einfach so wie alle anderen auch. You are erste Klasse Deutsche. That's who you are. Ihr seid in Wirklichkeit erstklassige Deutsche. And you can be strong again. Und ihr könnt auch wieder stark werden. And you must be strong again. Und ihr müsst auch wieder stark werden. The world has some turmoil to go through. In der Welt kommen jetzt einige Schwierigkeiten auf uns zu. You can sense it already. Das spürt ihr bereits. And you have to be
who you were created to be, or other people will suffer. Und ihr müsst diejenigen sein, für die ihr erschaffen worden seid, ansonsten muss die Welt leiden. You have much to give. Ihr habt nämlich viel zu geben. And the time in the future, you must give. Und in der Zukunft werdet ihr geben müssen. So we have to take a few steps first. Also erstmal sind einige Schritte zu passieren. It was not easy to get here to you. Es war keine leichte Anreise hierher. I take a 4-hour trip to Chicago in 18 below Celsius. Bei minus 18 Grad bin ich 4 Stunden nach Chicago gefahren. And then they put me on the plane, and there's nobody else on the plane. Dann wurde ich an Bord gebeten des Flugzeugs, aber da war kein anderer There's Passagier. 18 Lufthansa people in blue outfits, 18 Lufthansa-Angestellte mit blauen Kostümen waren da. nobody wants to go to Germany in February. Aber im Februar reist doch kein normaler Mensch nach Deutschland. So I have 18 people to wait on me. Also meine Bedienungscrew waren 18 Lufthansa-Angestellte. You want some orange juice? No, I already have 3 orange juices. Möchten Sie etwas Orangensaft? Nee, ich hatte schon 3 Gläser. So the captain says, okay, boarding is complete. Der Pilot kündigt an, jetzt darf niemand mehr zusteigen. Wo sind Sie denn? And the captain says from the cockpit, William, buckle your seatbelt. Und aus dem Cockpit höre ich den Piloten sagen, William, schnall dich an. I said, oh boy, we're right on time. Und ich sag, genau pünktlich. Then the captain comes back out of the cockpit. Dann kommt der Pilot wieder heraus aus dem Cockpit, He says, I'm sorry, William, sagt, tut mir leid, William. we have no fuel. Das Flugzeug ist nicht betankt. I said, you have no fuel. Was? Kein Benzin? Kein Kerosin? He said, everyone is sick here in Chicago. Also in Chicago sind die Angestellten alle krank. There's no one to drive the fuel truck. Und der den Benzin heranrollt im Lastwagen, ist ausgefallen. So, would you like another orange juice? Haben Sie noch einen Orangensaft? So we sat for an hour and 45 minutes, me and the crew. Also ich und die Belegschaft saßen nun 1 Stunde und 45 Minuten rum und warteten. So finally we have fuel. So now we get into the air. Endlich war das Tanken beendet und wir steigen auf in die Luft. Of course, we're very high, 36,000 feet or whatever. We're very high in the air. Wir sind sehr hoch in der Flughöhe, mehrere Kilometer. And the sun is shining up there. Beautiful. Und da oben scheint die Sonne ganz wunderbar. But all of a sudden, the plane starts going. Whoop, whoop, whoop. Ganz plötzlich jedoch kriegt So the das captain says, William, you must stay in your seat. Flugzeug Schwankungen. Der Captain sagt wieder, William, bleib auf deinem Platz sitzen. Yeah. He says, we have turbulence. He said, it's going to be this way all the way. Turbulenzen begleiten uns auf dem ganzen Weg bis Deutschland. I said, I can't stay in my seat. I'm 77 years old. Und ich sage zum Piloten, geht nicht. Ich bin 77 Jahre alt und da kann ich nicht dauernd auf dem Platz sitzen bleiben. Yeah, I won't go into that. Dazu nicht mehr. Yeah. So then we finally got here, and Endlich sind wir hier in München gelandet. I had to run to the American embassy to get my passport so I could stay with you. It had to be renewed.
Also musste ich noch schnell zur amerikanischen Botschaft hin, damit mein Pass verlängert werden kann. But of course, now we're over 2 hours late. Aber jetzt haben wir schon 2 Stunden Verspätung. So I run up to the door of the American Embassy in Munich. Also ich eile zum Eingang der amerikanischen Botschaft hier in München And I have my passport. und habe meinen meine Reisepass bereits in der Hand. They said, William, we closed 5 minutes ago. Und sie behaupten, vor 5 Minuten hatten wir Geschäftsschluss. The next appointment is March 3rd. Sie können wieder am 3. März vorbeischauen. So I stood there with the rain coming down on my head, looking into the security window. And I said, I'm going to stand here until tomorrow morning. Also draußen hat es geregnet, mein Gesicht lief voller Nässe und ich bin stehen geblieben vor diesem Sicherheitsfenster und habe gesagt, bis morgen früh bleibe ich hier stehen. Yeah. And I stood there for 20 minutes or so, and finally they took pity on me and said, okay, come on. 20 Minuten stand ich vor dem Fenster und irgendwann hatten sie doch Mitleid mit mir und haben gesagt, kommen Sie mit. So getting to you tonight was not easy. Also heute Abend hier zu sein, war gar nicht einfach. That's why I'm so glad that you're here. Deshalb bin ich so froh, dass ihr gekommen seid. Now you are Germans, and what does it mean to be a German? Ihr seid Deutsche und was heißt es nun, ein Deutscher zu sein? It means to be clear. Klar zu sein bedeutet es. That's it. Das reicht. That's what it means to be German. Deutsch sein heißt klar sein. Nobody else in Europe has that. Nobody. Okay? Kein anderer Europäer ist mit dieser Klarheit ausgestattet. It means to be clear. Klar sein. So we have to talk about what does this mean to love yourself? Sprechen wir darüber, was es heißt, sich selbst zu lieben. No one has taught you that. Das hat euch keiner beigebracht. In the school system, they didn't teach you that. In eurer Schule hat es euch keiner beigebracht. Your governments have never told you that. Die Regierungen haben es euch nie gesagt. It's rules and regulations and control. Regeln, Verordnungen, Kontrolle, das kennt ihr. But what is love? Und was ist Liebe? Well, love is about caring for something more than yourself. That's what it's about. Also Liebe kümmert sich um mehr als nur sich selbst. It's about the sound of that little baby crying. That's what it's about. Also die Liebe dreht sich auch um ein Kindergeschrei. It's being willing to sacrifice yourself for others who you will never know, ever. Es ist die Bereitschaft, sich zu opfern für andere, die ihr im Leben nie kennenlernen werdet. For babies who aren't even born yet. Sich kümmern um Babys, die noch gar nicht auf der Welt sind. German babies. Deutsche Babys. You don't know them, Ihr kennt sie nicht. and they will never know you. Und diese Neugeborenen und später Erwachsenen werden euch nicht kennen. But you must create a world for them that's different than this world. Aber ihr müsst ihnen eine Welt vorbereiten und erschaffen, die besser ist als die jetzige Welt. Where they can be free. Wo sie frei sein können. Where they can learn. Where they can fulfill their immense potential in life. Wo sie lernen können und wo sie dann ihr immenses Potenzial im Leben erfüllen können. From the day they're born, they feel good about themselves. They feel good about their family. They feel good about the world around them. Bereits an ihrem Geburtstag fühlen sie sich gut in ihrer eigenen Haut, fühlen sie sich wohl mit ihrer Familie und fühlen sie sich wohl mit ihrer Umwelt. And when they're 10 years old, they can run out the front door of their house or apartment. Und wenn sie dann 10 Jahre alt geworden sind, können sie aus der Haustür rausspringen oder aus der Wohnung. And the first person they run into
Und der nächste Passant, dem Sie begegnen, they can say, I am a German. dem können Sie sagen, ich bin ein Deutscher. I am proud to be a German. Und ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. And instead of the person saying, shh, be quiet, Und statt dass dieser Passant dann sagt, still, the person will say, me too, wird er sagen, ich auch. me too. That's the world you're coming into. In diese Welt werdet ihr hineingehen. And to love yourself, you must love other Germans. Um euch lieben zu können, müsst ihr andere Deutsche lieben. I said, William, why don't you include the Portuguese? Why don't you include the Russians? Why don't you include those on Malta? Why only us? Mir wird die Frage gestellt, William, warum hast du die Russen nicht auch in diesem Projekt beteiligt oder die Portugiesen oder die Malteser? My love is for you. Warum denn nur wir? Meine Liebe gilt euch. I don't know about these other people. I don't know about them. Diese anderen Bevölkerungsgruppen kenne ich nicht, sind mir nicht bekannt. Maybe someone has been sent to them. I don't know. Vielleicht haben die auch einen William. But we have to start where we are. Aber wir müssen dort beginnen, wo wir sind. And if you cannot love yourself as you are and be comfortable in your own skin, Wenn ihr euch nicht so lieben könnt, wie ihr seid und euch wohlfühlt in eurer eigenen Haut, then you can certainly not begin to love anyone else. dann ist es sicherlich nicht möglich, dass ihr irgendjemanden anderen lieben könnt. You can only give what you have. Du kannst nur das geben, was du hast. Otherwise, it is artificial. Ansonsten ist es künstlich. And love is never artificial. Liebe ist nie künstlich. But you have to love other Germans just as you find them. Ihr müsst die anderen Deutschen lieben, so wie ihr sie antrefft. This is different than today. Das ist was anderes als heute. Germans aren't very nice to each other today. Heutzutage sind die Deutschen nicht so nett miteinander. Oh, it's better than a year ago, yes, Allerdings schon besser, als es noch vor einem Jahr war. but nowhere near good enough. Aber es reicht einfach noch nicht aus. We are still judging each other. Wir bewerten einander immer noch We're still criticizing each other. und kritisieren einander. We're taking little bitty things and making them big. Kleinigkeiten blasen wir auf. Do people feel better about their lives after walking past you? Do they feel better or worse? Wie fühlen sich die Leute in ihrem Leben? Besser oder schlechter, wenn sie an dir vorbeigegangen sind? You love yourself. You love other Germans as they are. Du liebst dich selbst, du liebst andere Deutsche, so wie sie sind. And you begin asking the question, what can I do? Und dann stellst du die Frage, was kann ich nun tun, What can I do to make things better? um die Dinge zu verbessern? Now, I've been with you for a long time. Ich bin schon lange bei euch. And the answer used to be, William, we have nothing to give. We have nothing to give. Und die Antwort war dann von euch, William, wir können doch nichts geben. See, we are just poor Germans. We have to stay down and small, and we have nothing to give. Wir sind so armselige Deutschen, wir müssen uns klein halten und uns verstecken und wir haben nichts zu geben. Well, that worked for a while, Das ist auch eine Zeit lang durchgekommen, but it doesn't work anymore. durchgegangen. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr. You have no idea how much is in you as a German. You have no idea the richness that is in you. Ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie viel Vielfalt, wie viel Reichtum in euch schlummert. What is God? Was ist Gott? God is a creator. Gott ist der Schöpfer. He takes thin air, nothing, and he creates from it. Aus der dünnen Luft, aus nix, erschafft Gott. It creates beautiful things. Gott erschafft wunderschöne Dinge.
He is a genius at creation. Er ist ein Schöpfungsgenie. So, who are you as Germans? Und wer seid ihr Deutschen denn? What is your role? Welche Rolle nehmt ihr ein? What are your gifts? Welche Gaben habt ihr? You are creators. Ihr seid Schöpfer. He is the creator there. You're the creator here. Gott ist der Schöpfer dort und ihr seid der Schöpfer hier. That's why you've been given the minds, the best thinking minds on earth. Deshalb hat Gott euch diesen besten denkenden Verstand auf der Erde gegeben. Inside of you is endless creativity. In euch schlummert endlose Schöpfungskraft. And your Ahnen und Urahnen, they knew this and they did their part. Eure Ahnen und auch eure Urahnen wussten das und sie haben ihren Teil erfüllt. They loved being German. Sie liebten es, Deutsche zu They sein. loved their neighbors who were German. Sie haben ihre deutschen Nachbarn geliebt. They loved German beer and German sausages. Sie tranken gern deutsches Bier und aßen gern deutsche Wurst. And they loved German music. Und deutsche Musik And liebten they sie. loved to have fun. Und sie haben sich gerne And they amüsiert had a lot of friends. und hatten viele Spätzeln And und they Freunde. thought they were the luckiest people on earth to live in this land. Und sie haben sich für die glücklichsten Menschen gehalten, die in diesem Land leben können. And so out of them poured creativity. Und das Schöpfere ist einfach nur so aus ihnen herausgeflossen. If they saw something that needed to be done, Wenn sie irgendwas gesehen haben, was hergerichtet werden musste, they created something to do it. haben sie etwas erfunden, damit man das auch durchführen kann. And then they created a system to show other people how to do it. Und als sie es dann entwickelt hatten einmal, dann haben sie gleich ein ganzes System erschaffen, damit sie auch anderen beibringen, wie sie das ebenfalls machen können. And then they shared that system Und anschließend haben sie ihr System mit anderen geteilt. with others Mit anderen. because it made them feel good to share their creation. Denn sie hatten davon ein gutes Gefühl, ihre eigenen Erfindungen und Schöpfungen mit anderen Menschen zu teilen. In my nation, we create something and we say, give me the money. In meiner Nation ist es so, dass wir irgendwas erschaffen und dann sagen, dafür wollen wir Geld haben. This is my creation. Give me the money. Ich habe das gemacht, also will ich Geld dafür. That's not German. Das ist nicht deutsch. Germans aren't driven by money. Die Deutschen sind nicht von Geld her bestimmt. And your Ahnen and Urahnen enjoyed their lives greatly. Eure Ahnen und eure Urahnen hatten ihr Leben genossen. I love to look around at the faces in front of me. Ich habe es gern, eure Gesichter, die vor mir sind, zu betrachten. What do I see? Und was sehe ich darin? I see German faces. Deutsche Gesichter sehe ich. I see the same German faces I would have seen 100 years ago. Same faces, Es sind die gleichen deutschen Gesichter, die ich auch vor 100 Jahren gesehen hätte. same posture, Ja, und die gleiche Haltung wie damals. but not the same people. Aber es sind andere Menschen. Because your forefathers didn't carry the burden that you carry. Eure Vorfahren haben diese Last nicht zu tragen gehabt, die ihr jetzt tragt. They looked like you, Sie sahen so aus wie ihr, but they had more fun than you do. aber sie haben sich viel besser amüsiert als ihr. And that's what God wants for you now. Und Gott möchte, dass ihr Spaß habt. Jetzt. He wants you to enjoy your life greatly. Er möchte, dass ihr euer Leben in vollen Zügen genießt. Exactly as He made you to be. Und zwar in genau der Weise, wie er euch erschaffen hat. You say, what pleases God? Ihr fragt, was gefällt denn Gott? That's what pleases God. Genau das gefällt Gott. You are happy within yourself.
Wenn du glücklich in deinem Inneren bist. You don't look outside and say, somebody someday will make me happy. Und du nicht mehr nach außen schaust, eines Tages wird mich ein Mensch glücklich machen. Oh, what the Americans, they provide all of my security, so I am secure. Die Amerikaner sorgen dafür, dass ich in Sicherheit leben kann. No. Nee. You say, oh, well, the government in Berlin, they will take care of all my needs. Ja, die Berliner Regierung, die sorgt für mich. In allen Dingen. No, they won't. Tun sie nicht. Tun sie nicht. It is a mystery to people outside of Germany. Menschen, die außerhalb Deutschlands leben, finden es geheimnisvoll, When it seems to them that everything your government seems to do, everything they do, wenn sie den Eindruck bekommen, dass alles, was die deutsche Regierung macht, is not good for the people here in Germany. dem deutschen Volk überhaupt nicht nützlich ist. So who are they trying to please? Who? Wem schulden die einen Gefallen oder wem tun sie einen Gefallen? It is a mystery to people outside when they look in. Es kommt den Leuten komisch oder fremdartig vor, wenn sie von außen auf Deutschland schauen. You love yourself, you love others, and then you begin to see this nation as a gift from God. What a beautiful, beautiful nation to live in. Du liebst dich selbst, du liebst die anderen Deutschen und du liebst diese Nation, in der du wohnst. Was für eine wunderbare Nation das ist. It is God who set down boundary stones that were natural to the people who were living there. Gott selbst hat die Grenzsteine gesetzt, die ganz natürlich für das Volk waren, das hier wohnt. And because you were creators from the beginning, Und weil ihr Deutschen schon von Anfang an die Schöpfer waren and because He is the creator, und weil er der Schöpfer ist, He blessed you with this land. hat er euch mit diesem Land gesegnet. But I don't even think you see it anymore. Ich habe das Gefühl, dass ihr es nicht mal mehr sehen könnt. I think you're so wrapped up with worry and with angst and with anxiety that you don't even see the beauty around you every day. Ich habe den Eindruck, dass ihr so eingefangen seid, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen und so weiter, dass ihr die Schönheit eures Landes überhaupt nicht mehr wahrnehmt. I travel through all 16 Länder. Also ich mache Rundreisen durch alle 16 Bundesländer. It's a wonder I haven't ran into a tree Ein Wunder, dass ich noch nicht in einem Baum gelandet bin. because I'm always amazed at what Weil I see. mich erstaunt die Landschaft immer wieder. So you need to start loving the land that you have inherited. Also ihr müsst nun beginnen, auch das Land, das ihr geerbt habt, zu lieben. And when you are relaxed, Wenn ihr entspannt seid, like you haven't been relaxed for a long time, und zwar anders als ihr nicht so, wie ihr die ganze Zeit unentspannt gewesen seid. and when there is a joy within you, Und wenn ihr diese innere Freude verspürt, then you will start creating again. ab dann werdet ihr ganz natürlich wieder erschaffen. And you will create out of nothing as well. Und ihr werdet auch aus dem Nichts etwas entstehen lassen. The world has tremendous need In der Welt ist so ein großer Bedarf, eine Notwendigkeit. but they don't have your talent. Bloß die Welt besitzt nicht eure Talente. They have tasks that need to be done, In der Welt da draußen müssen bestimmte Aufgaben erfüllt werden.
and they live in mediocrity. Die Welt da draußen lebt im Mittelmaß. But your job is to begin creating again. Eure Aufgabe ist es, wieder neu zu schaffen. Like Germans do, you can look up to the stars. That's fine. Ja, die Deutschen schauen gerne zu den Sternen hoch. Wunderbar. Yeah. You can find beauty up there, Wer kann da oben bei den Sternen die Schönheit erkennen? but you can't find beauty up there when you're staring down here. Wenn ihr aber mit dem Kopf in den Sand oder mit der Nase auf dem Tisch seid, seht ihr die Schönheit da oben nicht. And that's where you've been. Und da wart ihr. Head in the sand. Ja, Kopf im Sand. Just work on what's in front of you. Oder nur das zu sehen mit dem Tunnelblick, was gerade vor euch ist. Your blinders, Ja. so you don't have to see. Blenden an, damit ihr rechts und links nichts mehr erkennen könnt. It's not good enough. Das genügt nicht. You have to start using all of your talents. Nutzt nun alle eure Gaben, alle eure Talente. And why doesn't money drive you as Germans? Why? Wie kommt das, dass die Deutschen sich nicht durch Geld antreiben lassen? If you live in England, money drives you. If you live in America, money drives you. Why are you so different? Wenn du in England lebst, dann ist Geld dein großes Thema. Wenn du in Amerika lebst, Gelderwerb ist wichtig. Und warum sind die Deutschen so anders? Are you from another planet? Kommt ihr etwa von einem anderen Planeten? From Mars or Venus? Seid ihr Marsianer oder Venusianer? No. Nö, But your hearts are different. aber ihr habt andere Herzen. And your hearts have never changed. Never. Euer deutsches Herz hat sich nie verwandelt. It's the same as it was 1,000 years ago. Dieses deutsche Herz ist noch immer dasselbe, als es vor 1000 Jahren schon war. It is warm, Es ist warm, open, es ist offen generous. und großzügig. It can't be any other way. Das geht überhaupt nicht anders. It's who you are. So seid ihr. So when you create, you share. Wenn ihr etwas zu Wege gebracht habt, dann teilt ihr es. And your joy comes from seeing other people, seeing their faces light up and their eyes light up, because something is of beauty that is now theirs. Also eure Freude gewinnt ihr dadurch, wenn ihr seht, wie andere Leute das Schöne, was ihr erzeugt habt, mit den Augen sehen und strahlen und sich freuen. But there's nothing wrong with making a good wage. Nothing wrong with that. Also da ist nichts dran verkehrt, wenn man ein gutes Gehalt bekommt. But what is it that drives you? Aber was ist euer innerer Antrieb? And this sharing of beauty is what drives you. Was euch wirklich antreibt, ist Schönheit mit anderen zu teilen. And if you could see the lives of your Ahnen und Urahnen, you would know exactly what it was like. Könntet ihr nur die Leben eurer Ahnen und Urahnen überschauen, dann würdet ihr genau wissen, wie das früher war. A famous British academic, well-known British academic said this. Ein sehr gut bekannter britischer Akademiker hat Folgendes gesagt. Vodka. Gell? Wodka. Orange Juice. He said, no German born after 1945 knows anything about being German. Also dieser Akademiker sagte, kein Deutscher, der nach 45 geboren wurde, hat eine Idee von Ahnung von dem, was Deutschsein bedeutet. They know nothing about being German. Sie haben schlicht keine Ahnung über das Deutschsein. They know nothing about what Germans have been like for century after century. Wissen auch nicht, wie die Deutschen jahrhundertelang gelebt haben. And that common bond between you and your Ahnen und Urahnen, that common bond that is supposed to be unbroken, Und dieses gemeinsam verbindende Band zwischen euch und euren Urahnen und Ahnen, das soll geschlossen sein, so that you would intuitively know these things
Dann wüsstet ihr nämlich intuitiv, wie das früher war. that was purposely broken Und das haben sie euch zerbrochen, dieses Ahnenband, in 1945. im Jahre 45. And it came back home on June 21st of 2021. Und das Band wurde wieder neu zusammengefügt am 21. Juni im Jahr 2021. There were over 300 Lagerfeuers that night of June 21st, 2021. Am 21. Juni 2021 gab es in ganz Deutschland über 300 Lagerfeuer. And at exactly midnight, tick, 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 exactly midnight, Punkt Mitternacht, tick, 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 the connection was remade. ist genau diese Verbindung wiederhergestellt worden. And everyone who was there that night at midnight will never forget what happened. Never. Alle, die anwesend waren am 21. Juni, Mitternacht, werden nie vergessen, was da passiert ist. We're not talking about dreams, we're talking about reality. Wir sprechen nicht von Träumen, sondern wir sprechen von Wirklichkeit. Now there is a sign Das war das Zeichen. Ein kleines Kind öffnet die Tür und kommt herein. Okay. Oh, this is the year of decision here. Wir leben jetzt im Jahr der Entscheidung, 2022. We did some important things in 2021. 2021 haben wir einige wichtige Dinge erfüllt. We had the Lagerfeuer events all over. Wir hatten überall in Deutschland Lagerfeuer. And then we went to the Rhine River. Dann haben wir den Spaziergang am Rhein gemacht. And people said, William, you can't talk about the Rheinwiesenlager. It is politically incorrect. Mir wurde von Leuten gesagt, also William, das kannst du nicht bringen. Rheinwiesenlager zu besprechen ist politisch nicht korrekt. No one can talk about it in Germany. You must be silent. Kein Deutscher darf darüber sprechen. Volksverhetzung. Du musst still sein. No, we're not going to be silent. Nee, wir sind nicht mehr still. There were hundreds of 12-year-old German boys who died there. Hundreds. Hunderte von 12-jährigen jungen Deutschen sind da gestorben. There were thousands of 13 and 14-year-old German boys who died there. Und Tausende von 13-, 14-jährigen deutschen Jungen sind dort gestorben. There were 800,000 Germans who died along the Rhine River. Of all places, the Rhine River. 800.000 junge Deutsche sind entlang des Rheins gestorben, ausgerechnet am Rhein. And 40% of them, 40% were teenagers. Und 40% von denen, die verstorben sind auf den Rheinwiesenlagern, waren noch You Minderjährige. say, well, William, that's just war. Ja, und dann sagt ihr, das ist eben der Krieg. No, it wasn't war. Nein, es war kein Krieg, It was murder. sondern Mord. And why were these children murdered? Why? Und warum haben sie diese Kinder ermordet? Because they had killed people? Weil sie etwa Leute getötet hatten? They didn't know one end from the rifle to the other end of the rifle. Nee, sie hatten keine Ahnung, wie man das Gewehr überhaupt bedient. They were murdered because they were German. Sie wurden deshalb umgebracht, weil sie Deutsche waren. No other reason. Kein anderer Grund dafür. And they were murdered by neglect. Man hat sie durch Vernachlässigung ermordet. The Allies wanted 20 million less Germans
and they were determined to get it. Die Alliierten wollten, dass 20 Millionen Deutsche weniger existierten. Und sie haben es beschlossen, dass es auch passiert. And then Europe would be safe forever. Und ihre Idee war, ab dann sei Europa sicher, und zwar für die Ewigkeit. And then on December 21st, we put out a candle to bring light into Germany. Als nächstes haben wir am 21.12. eine Kerze vor die Haustür gestellt. People were told to stay away from the Rhine River because it would be dangerous for them. Damit Licht nach Deutschland kommt. Den Leuten wurde gesagt, bleibt bloß weg vom Rhein, dort ist es gefährlich. And 62,000 Germans came to the Rhine River. Es sind 62.000 Deutsche am Rhein gelaufen. I promised them, not one of you will be harmed. Und ich Not habe one. allen versprochen, dass nicht einem ein Haar gekrümmt wird. And not one was harmed. Und so war es auch. And everyone who came felt lighter. And they made Germany lighter. Und jeder, der dabei gewesen ist, hat sich dadurch leichter gefühlt und hat auch ganz Deutschland erleichtert. And they brought the first joy in 75 years to those murdered children. The first joy that they had felt was brought 62,000 Germans who came to the Rhine. Also die 62.000 Deutschen, die an den Rhein gegangen sind, haben diesen ermordeten jungen Männern zum ersten Mal Freude gebracht. And on December 21st, I said, now we have begun the process. So now I want you to take a candle between 9 o'clock and midnight on December 21st and put it out. Put it out where everyone can see it. Und ich sagte am 21.12. oder kurz davor, nun, zwischen 9 Uhr abends und 12 Uhr stellt Kerzenlichter raus auf eure Balkone, so dass es jeder sehen kann. Und kein Übertreiben. Not too much, not too many. Without any exaggeration. Ja. 350,000 Germans put their candles out. Wie viele Deutsche haben das gemacht? 350.000 haben Kerzen vor die Tür gestellt. 350,000. Ja. Okay. Last year, we held 218 illegal meetings. Letztes Jahr haben wir insgesamt 218 illegale Treffen veranstaltet. Sometimes in a barn. Manchmal waren wir in einer Scheune untergebracht. Sometime in a child's room up in the attic. Manchmal im Kinderzimmer, irgendwo oben im Dachboden. Sometimes in the garage behind. Ja, auch in der Garage, die etwas rückversetzt war, haben wir uns getroffen. 218 meetings and they were packed. Also 218 Treffen, die vollgeladen waren mit Menschen. People took a risk. Die Menschen haben ein Risiko gewagt. Because their hearts were starting to come open. Denn ihre Herzen haben sich langsam And their minds were starting to seek answers. Ihr Verstand fing an, nach Antworten zu suchen. Was passiert? What makes sense? Was steckt dahinter? Wie ist eigentlich gewesen ist? Was ist wirklich wahr? These questions started to come out for the first time. Zum ersten Mal wurden solche Fragen gestellt. These are German questions. Und zwar sind das deutsche Fragen. Now this is the year of decision. Wir leben jetzt im Jahr der Entscheidung. So what is my message to you tonight? Welche Botschaft habe ich heute Abend für euch? Do not be afraid. Fürchtet euch nicht. The world's going to be in turmoil. Die Welt wird in Aufruhr geraten. Europe is going to have struggle. In Europa wird es Kämpfe geben. Things don't work. Das läuft einfach nicht mehr. You may have struggles here in Germany as well. Und in Deutschland könntet ihr ebenfalls Auseinandersetzungen oder Kämpfe haben. But my message to you is the same as what I said to the people who came to the Rhine. Meine Botschaft für euch heute ist dieselbe, wie ich sie den
Reingängern gesagt habe the people who came to the meetings. oder denen, die zu unseren Treffen gekommen sind. You are secure. Ihr seid sicher. I have the power that we need to make this happen. Ich habe die Macht, die benötigt wird, damit das auch geschieht. Do not be afraid. Fürchtet euch nicht. Yeah, that's right. That's fine. Don't look at me. Schaut nicht mich an. I am not God. Ich bin nicht Gott. I am an old American. Ich bin ein alter Amerikaner. I am only here to help you get started. Und ich bin nur deshalb hier, damit ihr in die Pushen kommt, damit es losgeht. You might say that I am proof that God has a sense of humor. Ihr könntet sagen, dass ich durchaus der Beweis bin, dass Gott einen Sinn für Humor hat. But whatever, you are secure. Aber wie dem auch sei, ihr seid sicher. You're going to see a lot of things happening around you over the next year. Also im Laufe des kommenden Jahres werdet ihr jede Menge Dinge sehen können, die sich um euch herum ereignen. And if you want to listen to the press, the mainstream press, if that's where you want to get your information, Und wenn ihr wirklich die Systempresse bedienen wollt und eure Informationen daraus beziehen wollt, then it's going to be hard for you not to be afraid. dann wird es schon etwas schwieriger, nicht Angst zu haben. There will be bad news on top of bad news on top of bad news. Also erstens gibt es schlechte Nachrichten, dann nochmal eine Ladung schlechte Nachrichten und dann nochmal eine drauf. You have no reason for fear. Ihr habt überhaupt keinen Grund, euch zu fürchten. Thank you. Danke. Yeah. Now, I want you to practice tonight for the next few minutes. I want you to practice being German. In den nächsten paar Minuten möchte ich, dass ihr euch einübt ins Deutschsein. Now, don't worry, there won't be a test. Aber ich werde hier keine Prüfung veranstalten und Noten verteilen. But when Germans are Germans, they always ask questions. Wenn die Deutschen jedoch Deutsche sind, dann stellen sie immer wieder Fragen. Your ancestors used to drive people crazy by asking questions. Eure Ahnen haben die anderen in den Wahnsinn getrieben, einfach weil sie nicht aufhörten, Fragen zu stellen. And they kept asking questions until they got the truth. Und immer weiter gebohrt und gebohrt, bis die Wahrheit rauskam. And that's a part of what it meant to be German. Und das hat es bedeutet. Ein Teil des Deutschseins war das. What does it mean to be German? Was bedeutet es, Deutsch zu sein? To be clear. Klar zu sein. How do you get clarity? Wie kommt man in die Klarheit? You seek truth. Man sucht die Wahrheit. But for 75 years, Aber 75 Jahre lang, where are the Germans? waren die Deutschen fort. Nobody Sind sie? asked questions. Keiner hat Fragen gestellt. The government can do whatever it wants to do. Die Regierung konnte anstellen, was immer ihr beliebte. Zombies. Wie die Zombies. You know it as well as I know it. Ihr wisst Bescheid und ich weiß That's Bescheid. why you allow me to say it. Und deshalb erlaubt ihr mir auch, dass ich das sage. Now that has to stop. Das muss aufhören. Let it stop tonight. Heute Abend lassen wir das aufhören. So, Germans, Deutsche, what questions do you have for me? Ihr Deutschen, welche Fragen habt ihr an mich? Ah, go. What? Yeah, you can yell it out too. It's fine. It's you know.
Das letzte Mal haben Sie von 2 Stürmen gesprochen, die kommen werden. Einer war im Sommer. Ist der zweite auch schon gewesen oder wird er noch kommen? Last time you told us there are going to be 2 kinds of storms. That's true. We had one last summer, Yes, you did. and And you're about to have another one. Und- It will come. und It jetzt will- kommt ein nächster. It will come. Er wird kommen. Yeah. But right now, more than half of you are saying, William, can you keep it away? Can you keep it away? Aber im Augenblick sagt mehr als die Hälfte von euch, William, kannst du den Sturm nicht ein bisschen verschieben? No, I can't keep it away. Nein, ich kann ihn euch nicht fernhalten. I don't control the perfect storm. Den perfekten Sturm habe ich nicht unter Kontrolle. God alone controls the storm. Gott sorgt für diesen But Sturm. the storm is not to do harm to you. Aber der perfekte Sturm schadet euch nicht. It is to bring the circumstances, the Umstanden, that will help you to come free. Es geht darum, dass die Umstände und die Situationen geschaffen werden, die euch dann bei der Befreiung helfen. And we know there's a lot of people here in this room, a lot of people. Wir wissen, dass hier viele Menschen versammelt sind in dem But Raum. where are the 95% of your brothers and sisters? Where are they? Wo sind denn die übrigen 95% von euren Geschwistern hier in Deutschland? Wo sind sie abgeblieben? Because they're afraid, that's why. Einfach weil sie Angst haben. It doesn't mean they're not German, they're just afraid German. Okay? Sie sind trotzdem Deutsche, allerdings verängstigte Deutsche. Angsthasen? Ja, Angsthasen. They'll wake up. Und sie werden aufwachen. And if you don't remember one word I said tonight, Und wenn ihr euch nicht mal mehr an ein Wort erinnern könnt You- von dem, was ich heute sagte, then you remember this. dann werdet ihr Folgendes erinnern. When one German suffers, Wenn ein Deutscher leidet, all Germans suffer. leiden alle Deutschen. When one German suffers, all Germans suffer. They're your brothers and sisters. Don't you get it? Wenn ein Deutscher leidet, leiden alle Deutschen. Das sind eure Geschwister. Versteht ihr das? You're part of a family. Ihr gehört zu einer Familie. You have to care for them. Ihr müsst euch um sie bemühen. They would wake up, but they don't have the courage to wake up. Sie würden schon aufwachen, aber ihnen fehlt der Mut dafür. They would be here tonight, but they're afraid to be here tonight. Sie wären auch hier heute Abend, aber sie haben Angst, hier zu sein. What if their reputation suffers? What if they lose their job? What if their neighbors won't say hello to them? What if? What if? What if? Was ist, wenn ihre Reputation flöten geht? Was ist, wenn sie ihre Arbeit verlieren? Was ist, wenn die Nachbarn sie schief anschauen? Und was ist da? Yeah. Germans are bombarded with many questions, Den Deutschen stürmen die Fragen nur so rein. but there's only one answer. Doch es gibt nur eine Antwort. Love is the only answer. Die Liebe ist die einzige Antwort. It is the answer for every question. Auf jede Frage ist Liebe die Antwort. And over this next year, you'll understand what that means. Im Laufe des nächsten Jahres oder diesen Jahres werdet ihr verstehen, was das bedeutet. The Germans are the missing part of the world's puzzle, Die Deutschen sind der fehlende Puzzleteil der Welt, des Weltpuzzles. and love is the missing part of the Germans. Und was bei den Deutschen fehlt, ist die Liebe. Okay. So that's a good starting question. Also das war eine schöne Frage zu Anfang. The storm is coming, and I'm not sure your current new leadership is up for it. Der Sturm ist im Anmarsch und ich bin mir nicht sicher, ob die gegenwärtige deutsche
Führungsriege das überstehen wird. But that's the point. Aber All the way in the back, please. laut, Dein Name ist William und auf Englisch übersetzt würde ich sagen es Will I Am. I don't know. your name is William. Yes. And if I translate that in English, it sounds like will ich bin. Yeah. Wille, der ich bin. The Yeah. will that I am. Yes. But I had to look at myself in the mirror this morning, Aber heute früh musste ich in den Spiegel schauen. and I didn't see that. Und da habe ich nicht den Willen, der ich bin, gesehen. I went, ah! Oh, boy. All of you need to stay young for a long time, okay? Ich habe noch eine andere Frage. Next question. Bitte. Ja. Wenn du über die Deutschen sprichst, dann kann ich immer hören, dass du über Herzqualitäten sprichst. Whenever you talk about Germans, I hear you speak about their heart qualities. Yes. Ja. Und warum verkörpern gerade die Deutschen oder warum sollen gerade die Deutschen Herzqualitäten verkörpern? Liegt es an dem Land oder wo ist da der Zusammenhang? How come that the Germans are meant to represent or to embody heart qualities? Is it the land or how do you connect that? Well, somehow it does begin with the land. It does. Das stimmt, es fängt irgendwie schon mit dem Land an. See, in America, if you want to have a home, you go and you buy a piece of land, and it goes to the title company, and then you can lease it, or you can buy it, or you can rent it to buy, or you can do all this, but it's separate from you. Separate. In Amerika, wenn einer sich ein Haus bauen will oder niederlassen möchte, kauft er sich ein Stück Land, dann kommt das Grundbuchamt und trägt es ein und dann kannst du es verkaufen oder vermieten oder verpachten. Aber du bist nicht mit dem Land verbunden. Yeah. But for you, you are part of the land. Aber ihr Deutschen, ihr seid Teil eures Landes You are inseparable from the land. und untrennbar verbunden mit dem Land. Okay? And that is unique. Besonderen Deutsche. That's you. Das ist das Einzigartige, das Besondere an den Deutschen. Das So habt ihr. that's where it begins with a German. That's Dort- where it begins. Auf dem Land oder im Land fängt das Deutschsein an. Dann ist aber Deutschsein auch österreichisch und schweizerisch sein. Also That would mean that Germanness includes Austrianness and Swissness. Ah, thank you. Thank you. Dankeschön. Thank you. Remember, this is important. If you meet these four qualities, you are a German if you live on the moon. Jetzt kommt was Wichtiges. Wenn du 4 Qualitäten auf dich vereinigen kannst, dann ist es wurscht, ob du hier in Deutschland oder auf dem Mars lebst. Today, there are hundreds of thousands of talented, good Germans who have ran away from this country. They've ran away. Hunderttausende von talentierten, guten Deutschen sind aus diesem Land ausgewandert. And that includes many of your best and brightest young people. Obendrein noch die besten und gut ausgebildetsten jungen Leute haben sich davon gemacht. So let's settle this tonight once and for all. Also beschließen wir das ein für alle Mal. A German is someone who feels German. That means inside of them, they feel German. It's a feeling Ein Deutscher fühlt sich innerlich als Deutscher and nothing else. und eben nicht noch irgendwas anderes. Plenty of people carrying passports that look German, Viele Leute haben einen Reisepass, der zwar deutsch aussieht, but their hearts and their desires are in London or New York or somewhere else. aber ihre Wünsche und Sehnsüchte richten sich nach London, nach New York oder sonst wohin. Number 2, you must invest your time, your money,
and your energy into the future of this nation, Deutschland. Zweitens, dein Geld, deine Zeit und deine Energie musst du in Deutschland und die Zukunft Deutschlands investieren. With keine Beschwerden. Without complaining about it. Okay? And that means into the future of those babies who aren't here. Into their future as well. You're investing into the future of Germany. Also deine Energie und Mühe geht auch in die Zukunft der noch ungeborenen Kinder von Deutschland. Number 3, Drittens, when you open your mouth to speak, you speak German. wenn du deinen Mund öffnest, um was zu sagen, sprichst du Deutsch. And you speak it with respect. Und zwar respektvoll. And you don't mix up everybody else's slang in your language. Ohne dass du deine Sprache verhunzt mit allerlei verschiedenen Slangs, Amerikanismen Yeah. Or anybody's slang. oder von Frankreich oder sonst woher. The German language is the most beautiful language in the world, and it is the only language that has perfect clarity built into it. Die deutsche Sprache ist die schönste Sprache in der ganzen Welt und in der deutschen Sprache ist auch vollkommene Klarheit eingebaut. If you're going to do something that has to be exact and has to be clear and has to be perfect, you use German. Also wenn etwas genau sein muss, spezifisch sein muss und klar, dann sprichst du Deutsch. And Bletchley Park knew all about this. Die Leute von Bletchley Park kannten sich damit gut aus. So they diluted your language. Deshalb haben sie eure Sprache verwässert. They stole words from your language. Haben sie Wörter aus eurer Sprache gestohlen. They changed your dictionary Haben sie eure Wörterbücher verändert. so that you would come down 2 notches. Also dass der Duden um 2 Stufen weniger wert war. And now we're turning that around. Das drehen wir jetzt wieder um. We've already published 20 newsletters bringing the words back. Wir haben schon 20 Newsletter verteilt, Newsletter auf Deutsch, um die Wörter wieder zurückzubringen. See, I'm lacking the German word for Newsletter. Rundbriefe, danke. Even your newscasters on your television can't help. For every third sentence, they have to throw in American words. Why? Auch die Nachrichtensprecher in euren Fernsehsendern können sich auch nicht anders behelfen, als dass sie in jeden dritten Satz ein amerikanisches Wort einbauen. In every case, there's a better German word than the American slang. Why use it? In jedem Fall gibt es ein besseres, exakteres deutsches Wort als das amerikanische. And if you want to be German, you must be clear. And if you must be clear, you must speak German. Also, wenn du Deutsch sein willst, musst du Deutsch sprechen und wenn du klar sein willst, musst du auch Deutsch sprechen. And number 4, Viertens, when you're sitting around a table with people that you don't know, wenn du an einem Tisch sitzt mit fremden Menschen, maybe it's on vacation, vielleicht unterwegs, im maybe Urlaub, it's on a business trip, vielleicht wenn du auf Geschäftsreise bist and now it's your turn to talk. und du bist jetzt dran, was zu sagen. Are you willing to say these words? Kannst du Folgendes bereitwillig sagen? I am a German. Ich bin ein Deutscher. I'm proud to be a German. Ich bin froh, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Even she can't say it. Sie kann es auch nicht sagen. Germans are terrified of those words. Die Deutschen haben furchtbar Angst vor diesen Wörtern. It's like lightning will strike them. Der Blitz könnte einschlagen, wenn sie das sagen. Ich bin stolz. Now, if you can do these 4 things, not 5 things, 5 things is trouble. Also Forget 5. wenn du diese 4 charakteristischen Dinge erfüllen kannst, bloß nicht 5, dann kommst du in Schwierigkeiten. If you can do these 4, Die 4 Sachen, you are a German. dann bist du ein If Deutscher. you live in Argentina, you're a German. Du kannst in Argentinien wohnen, dann bist du trotzdem ein Deutscher. Wherever you are. Egal, wo du wohnst, wo du lebst. And what do I say to Germans all over the world?
Und was sage ich den Deutschen überall auf der Welt? The new Germans are coming in the Yeah, door. I know. Die neuen I think that Deutschen. was a younger one. Das war jetzt ein ganz junger Deutscher, der die Türe geöffnet hat. No. I say to Germans who live elsewhere, it's time to come home. Also ich sage den Deutschen, die irgendwo im Ausland leben, jetzt ist die Zeit gekommen, wieder heimzukehren. And when my German college students, and I've had them for 35 years, when my German college students come to me and say, how do I get American citizenship, Professor? Also 35 Jahre lang habe ich unter anderem auch deutsche College-Studenten unterrichtet. Die Deutschen sind gekommen und haben gefragt, wie, what? How do I get American citizenship? They asked me. Fragten sie mich, wie bekomme ich die amerikanische Staatsbürgerschaft? Herr Professor. I say to them, you don't. Und ich sagte ihnen, ihr kriegt sie nicht. Go home where you belong. Geht heim, dort wo ihr hingehört. That's where the action will be. Nämlich in Deutschland, da wird die Kugel rollen. This is where the action used to be. In Amerika war es mal das Zentrum des Geschehens. Go home. That's where the action will be. Geht jetzt wieder heim, weil da drüben wird was los sein. So now we've settled that. Also das haben wir jetzt geklärt. Austria, sounds great. Switzerland, sounds great. But Argentina and the moon, that sounds great too. Österreich hört sich gut an, Schweiz hört sich auch gut an. Aber Argentinien und der Mars hört sich auch gut an. Oh. They're going to start coming home. Also die Deutschen, die ausgewandert sind, kommen wieder heim. There's a hand back. Everybody in the way back is putting their hand up. Okay, go ahead. Also ihr ganz weit hinten streckt gerade die Hände. Du hast gesagt, wir sind sicher. Das hast du sehr betont. Woher nimmst du diese Gewissheit und welche Art von Sicherheit meinst du? You emphasized our safety. Yes. How in the world do you get that information? What Well- kind of safety are you speaking of? I've been prepared for a very long time to be here in front of you tonight. Ich bin über sehr lange Zeit ausgebildet oder vorbereitet worden, heute Abend vor euch zu sprechen. Long, long before I was born in 1945. Und zwar schon lange vorher, bevor ich 1945 geboren wurde. So I don't come to you tonight to speak a bunch of words. Ich komme also heute Abend nicht vor euch, um euch eine Liste, eine Leier von Worten abzuliefern. Germans are bombarded with words and words and words. Die Deutschen werden bombardiert von Wörtern und nochmal Wörtern und Wörtern. I come to you tonight with the power Heute Abend komme ich mit Macht hierher, to make this happen damit das geschehen wird and to keep you safe. und damit ich euch in Sicherheit bewahren. But only for a while. Das gilt nur eine Weile. Once you are able to stand up, stay auf, on your own feet, Sobald ihr es schafft, auf eigenen Füßen zu stehen, once you are able to love and include other Germans and you don't leave any behind, sobald ihr in der Lage seid, zu lieben und andere Deutsche auch mit einzubeziehen und niemanden hinter euch lasst, once you have the self-confidence to start making your own decisions again, sobald ihr das Selbstvertrauen habt, wieder eure eigenen Entscheidungen zu treffen, then I must disappear from you. dann muss ich mich verziehen und weggehen von euch. Tonight you see me, Heute Abend seht ihr mich. then you'll never see me again. Danach werdet ihr mich nicht mehr zu Gesicht bekommen. And in a few short years, Und in nur wenigen Jahren you won't even remember I was here. könnt ihr euch nicht mal mehr daran erinnern, dass ich überhaupt hier war. You won't even remember my name Meinen Namen habt ihr dann auch vergessen, because you will be busy. weil ihr beschäftigt sein werdet. I am not meant to go into your future.
Also es ist mir nicht bestimmt, dass ich auch in eure Zukunft mitgehe. I am only meant to get you started on your own feet. Mein Auftrag ist nur, dass ich euch dabei helfe, auf eure eigenen Beine zu kommen. This is Deutschland and it is for the Deutsche. Hier ist Deutschland und es gehört den Deutschen. Günther has a question. That's the way it has to work. Where's the question? Oh, right so- here, and then I'll come back to you, sir. Meine Frage ist noch nicht beantwortet. He still is not satisfied with your answer about safety. What is he, a German? Ist das etwa ein Deutscher? All right. Ask the question another way. Also bitte die Frage etwas andersrum stellen. Also ich habe mich auf das Stichwort Sicherheit bezogen, das du benutzt hast vorhin. Ja, Woher kommt diese Sicherheit? Warum bist du dir da so sicher? how come that you are so sure about safety? Look, I'm not sure that if you get to be 93 years old, you might not die. I'm not sure of that. Also ich Okay. bin mir nicht sicher, dass wenn du mit 93 Jahre alt geworden bist, dass du nicht stirbst. What I am sure of is that if you will come along with me, okay, and you will start to believe, which eventually will become reality, I can provide your security from harm. Also worüber ich mir sicher bin, ist, dass wenn ihr den Weg mit mir geht und wenn ihr wieder all diese Dinge gewinnt, dass ich euch von Schwierigkeiten oder Schaden bewahren kann. If you're willing to take the path, I'm willing to protect you. Also wenn ihr mit den Weg begeht, dann bin ich bereit, euch zu beschützen. But only for a while. Und dieser Schutz gilt nur für eine gewisse Zeit. I am not here to enable you. Also ich bin nicht euer Enabler, auch so ein Wort, was wir nicht auf Deutsch haben. Jemand, der was befähigt, ein Befähiger. Yeah. I'm not here to entertain you. Auch nicht euer Unterhalter. I don't have an accordion. Mir fehlt das Akkordeon dazu. William Tell Show. Okay. Sir, if you don't believe me, you're not going to believe in this future. Also wenn Sie mir jetzt nicht glauben, dann werden Sie auch nicht daran glauben, dass wir diese Zukunft aufbauen. Because we all come as one package. Denn wir sind alle aus der gleichen Soße. Things cannot go on any longer than now. 75 years is the end of a cycle. Also die Dinge können sich nicht mehr so weiter bewegen wie bisher. Also wenn 75 Jahre um sind, ist ein Zyklus erfüllt. And then Baerbock can go back to being a kindergarten teacher. Dann kann Frau Baerbock wieder Kindergärtnerin spielen. Oh, You did it, you said it. why did he say that? Ja, wie kommt er jetzt auf sowas? But please, not the children. A gardener. Es tut mir leid. A new Germany is coming. Ein neues Deutschland zieht herauf. I've already seen it. Ich habe dieses neue Deutschland bereits gesehen. It's more beautiful than you can imagine. Es ist schöner, als ihr euch nur vorstellen könnt. And it's a free gift to you. Und es ist ein freies Geschenk für euch. You don't have to do anything to earn it. Ihr müsst nicht mal was dafür tun, um es zu verdienen. And you could reject it. Ihr könntet es sogar zurückweisen. It could be that you like being slaves. Es könnte noch sein, dass ihr es liebt, Sklaven zu sein. It could be that you're not German anymore. Es könnte sein, dass ihr das Deutschsein verlernt habt. And being slaves is easy. Und das Sklaventum ist einfach. So, I don't want the gift, Das Geschenk will ich gar nicht. but I don't believe that. Aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird. I don't believe that Germans make good slaves. Ich glaube auch nicht, dass die Deutschen sich gut eignen für Sklaventum. The Romans made everybody slaves. Die Römer haben alle versklavt. Did they make you slaves? Seid ihr die Sklaven der Römer gewesen? No. Nein.
They couldn't. Konnten sie nicht. Why couldn't they? Und weshalb konnten sie nicht? Because no one can make you slaves. Niemand schafft es, euch zu Sklaven zu machen. You are erste Klasse Deutsche. Ihr seid erstklassige Deutsche. Günther. Der perfekte Sturm, beziehungsweise das, was geschehen wird, geschieht das unabhängig von uns, ohne unser Zutun? How about the perfect storm? Does it happen without us or without us being part of it? It happens because it has to happen. Der perfekte Sturm geschieht, weil er geschehen muss. The problem in Germany today is perspective, Perspektive. Das Problem, was die Deutschen heutzutage haben, ist die Perspektive. Your world is upside down, Eure Welt ist verkehrt herum. and you don't know how to get it right side up, Ihr habt keine Ahnung, wie ihr es wieder auf den Kopf stellen könnt. which means you need help from somewhere else. Und das hat zur Folge, dass ihr Hilfe von irgendwoher bekommen müsst. That will change the circumstances Damit die Umstände sich ändern, so that things can come right side up again. dass wieder alles in der ordentlichen Weise stehen kann. So that what matters will matter again. What really matters will matter again. Damit das, was wirklich eine Rolle spielt und wichtig ist, wieder wichtig sein kann. The priorities will be correct. Dass die Prioritäten wieder in der richtigen Reihenfolge angesetzt sind. The order of things will be correct. Dass die Ordnung, in der Dinge geschehen, wieder richtig ist. And common sense will return to your government. Common sense. Und dass der kluge Menschenverstand wieder einkehrt in der deutschen Regierung. Doesn't seem to be any today. Heutzutage sieht es so aus, als ob der komplett verloren gegangen ist. So the storm has to come. Ja, der Sturm muss kommen. And you will sense it and see it around you. Also ihr werdet ihn spüren und auch sehen, wie er sich um euch herum aufbaut. Okay. Remember, it is for you, not against you. Denkt daran, der perfekte Sturm ist zu euren Gunsten, nicht zu eurem Schaden. It is sent for your purposes. Dieser perfekte Sturm wurde genau zu euren Gunsten geschickt. Sir, there was a gentleman over here. Ja. Es wird zu massiven Veränderungen kommen. Und wie können wir uns am besten darauf vorbereiten, dass wir dann auch in der Lage sind, am besten uns, unseren Familien und den Deutschen zu helfen, am besten durch die Krise zu kommen? There will be massive changes. Question is, how can we prepare ourselves to be best prepared for helping ourselves, our families and the rest to master the crisis? Well, we start with love, okay, period. We start with love. Am Without that, Anfang- nothing's going to work. Am Anfang steht die Liebe, Punkt. You give yourself permission. No one can give you permission. You give yourself permission to love yourself as a German. Keiner kann dir die Erlaubnis geben. Du gibst dir die Erlaubnis, dich selbst zu lieben als Deutscher, Deutsche. You love other Germans. Du liebst die anderen Deutschen. You love this land. Now, Du liebst das deutsche Land. now you have to start being connected with more people than you are connected with today. Und als nächstes musst du dich mit viel, viel mehr Menschen verknüpfen, verbinden, als du heutzutage verbunden bist. Okay, we're sitting here. There's 105 of us. Big deal. 105 Leute sitzen hier in einem Raum. Okay? Riesenzahl. Yeah. And 15 kilometers away from here are another 100 people. 15 Kilometer von hier entfernt sind nochmal 100 Leute versammelt. They're Germans. Auch Deutsche. They're confused. Verwirrte Deutsche. They're growing tired. Ermüdete Deutsche. They're ready to give up hope. Bereit, die Hoffnung fahren zu lassen. They need you Sie brauchen euch. as much as you need them. Genauso sehr, wie ihr sie braucht. But you don't know them. Aber ihr kennt sie ja gar nicht mal. You live in an isolated world.
Eure Welt ist isoliert. So you have to start reaching out to other Germans. Also müsst ihr anfangen, eure Arme auszustrecken nach anderen Deutschen. Because they need you. Sie brauchen euch. They don't know you're here tonight. Sie wissen nicht mal, dass ihr heute Abend hier seid. They don't know you care about them. Sie wissen auch nicht, dass ihr euch um sie kümmert. And you're going to need them. Believe me. Und ihr werdet sie ebenfalls brauchen. Das könnt ihr mir glauben. Don't let a day go by that you don't get connected with at least one other German that you didn't know. Not even a day. Hey, lasst nicht mal einen Tag vergehen, ohne dass ihr einen neuen Deutschen kennenlernt oder euch verbindet mit ihm, den ihr vorher noch nicht gekannt habt. And remember, you can't judge them. If you judge them, you'll drive them away from you. Und erinnere dich, du darfst den anderen nicht bewerten oder abwerten, sonst treibst du ihn weg von dir. And because they're German as well, you can't hurry them. Und weil sie auch Deutsche sind, so wie du, darfst du sie noch nicht mal drängeln. You can't push Germans or rush Germans. You can't do that. Einen Deutschen darf man nicht schubsen oder ihn zur Eile drängeln. It doesn't work. Das funktioniert nicht. So give them some space and give them some time and show them some love. 1, 2, 3. Gib ihnen Raum, lass ihnen Zeit und zeig ihnen Liebe. Das sind die 3 Dinge. Okay? And then they'll start moving towards you. Und dann kommen die zu dir. Yeah. And what are they looking for when they move towards you? What are they looking for? Und nach was halten sie Ausschau, wenn sie sich zu dir hin bewegen? Are you brilliant? Are you beautiful? No. Bist du super gescheit oder bist du super schön? Nö. What they want to know is it all right to be German again? Sie möchten von dir wissen, ist es denn jetzt in Ordnung, dass ich wieder Deutsch bin? And you were one step ahead of them. Und ihr seid ihnen einen Schritt voraus. Now, the government says Ja, die Regierung sagt Folgendes. that the people in this room are extremist and dangerous people. Die Leute, die sich hier versammelt haben, sind extremistisch und gefährlich. The president of Germany 2 weeks ago, Steinmeier, said, Der deutsche Bundespräsident Steinmeier sagte vor 2 Wochen, the people who are walking on Monday night are criminals and they are extremists. dass die Montagsspaziergänger Kriminelle seien und Extremisten. Now, look around you. Take a moment. Look around you. Schaut mal, Do wer it. hier ist. Look around you. Schaut euch um, wer ist denn alles hier? Well, I don't, other than that one guy, I don't see any extremists. Außer diesem einen Kerl sehe ich keinen Extremisten. Now everybody's looking around to see who the one guy is. Und jetzt schaut jeder, wo ist denn der Extremist? Der eine. I had 218 meetings in 16 Länder. I didn't see one crazy person, not one. Es war nicht ein einziger Verrückter dabei bei meinen 218 Treffen in 16 Bundesländern. Except with the exception when I went to the bathroom and looked in the mirror. Aber wenn ich dann mal aufs Männerklo gegangen bin und in den Spiegel geschaut habe, These people are lying to you wer das sagt, lügt euch an. because they're afraid to. Sie haben nämlich auch Angst. You know why they're afraid? Wisst ihr, weshalb sie Angst haben? Because there's more of us Weil wir die Mehreren sind, than there are of them. als sie sind. So who do you think is going to win in the long run? Auf lange Sicht gesehen, wer wird denn dieses Spiel gewinnen? The majority of all Germans think the way you think and feel the way you feel. Wenn die Mehrheit der Deutschen so denkt, wie ihr denkt und fühlt, wie ihr fühlt, We win. dann gewinnen wir They lose. und sie verlieren. And that's why they're exaggerating everything.
Und deshalb übertreiben sie in allen Bereichen. More and more control. That's the only thing they know. Sie können sich nicht anders helfen, als uns immer stärker zu kontrollieren. They're saying, William has brought love. Sie sagen, William hat Liebe gebracht. How do we fight against love? Wie können wir diese Liebe wieder beseitigen? Aus der Welt schaffen. Ergo, William is a dangerous man. Daher ist dieser William gefährlich. I've had 8 death threats, legitimate so far. 8. In der Zwischenzeit habe ich schon 8 echte Morddrohungen bekommen. I had 3 meetings in a row where during question time someone stood up and said, William, why are you still alive? Also Why? in einer Sitzung haben wir Fragen beantwortet, so wie jetzt hier, stand einer auf und fragte, William, wie kommt denn das, dass du noch am Leben bist? They have to do away with you. Die müssen dich doch beseitigen. You're dangerous Du bist ein gefährlicher Mann, because you actually do love us. weil du uns wirklich liebst. Could we have one more question, please? Eine Frage noch. Go all the way in the back. Yes, please. Ja. You just stand up and be a German. Speak. Go. Ich will mich nochmal an die Frage anschließen des perfekten Sturms. Back to the perfect storm. Mir fällt im Moment nur ein Politiker ein, der nicht Deutscher ist und perfekt Deutsch spricht. At the moment I can only think of one politician who isn't a German but speaks German perfectly. Und ich frage mich manchmal, ob dieser eine Politiker uns nicht in die Kraft bringen könnte, wenn wir es selber nicht schaffen. And sometimes I ask myself if this special politician could bring us or could empower us if we don't get it or if we can't do it. Ma'am, I don't know who you're speaking of. Liebe Dame, ich weiß nicht, von wem Sie Ich sprechen. meine Putin. Putin. Vladimir Putin. Well, we have to admit one thing about Vladimir Putin. One thing we have to admit. Also eins müssen wir zugeben, was Wladimir Putin anbetrifft. He's clear. Er ist klar. Most clear person on politics. Yeah. And I can tell you, the vast majority of Russian people like Germans. Und ich kann euch sagen, die große Mehrzahl der Russen oder russischen Leute lieben die Deutschen. Even more than like Germans, the vast majority of Russian people look up to Germans. Und noch mehr, sie schauen die Deutschen auch mit Respekt oder mit Ehrfurcht an. Mehr noch, als sie mögen. And I am not going to allow one German teenager, not one German 19-year-old boy or one German 19-year-old girl. Und ich erlaube keinem jungen Deutschen, weder ein 19-jähriger junger Mann oder ein junges Mädchen. I'm not going to allow any of them to die or be wounded fighting against Russians. Ich erlaube es nicht, dass irgendein junger Deutscher entweder stirbt oder verletzt wird, verwundet wird durch den Kampf gegen die Russen. We in America, we hate Russians. Wir Amerikaner hassen die Russen. But Germans don't hate Russians. Die Deutschen jedoch hassen die Russen And nicht. Russians like Germans. Und die Russen mögen die Deutschen. So if America wants to fight Russia, wenn Amerika also gegen Russland kämpfen möchte, they can do it somewhere else. sollen sie es woanders machen. Get it? Ja, verstanden? They can do it somewhere else. Bitte schön woanders hin. Germany is not a battlefield for other people. Deutschland ist kein Schlachtfeld für andere Leute. And German children are precious. Deutsche Kinder sind was Kostbares. I want to thank each and every one of you. Ich möchte jedem Einzelnen hier danken. Thank you for being with me. Danke dafür, dass ihr mit mir zusammen gewesen seid. I have to go now. Jetzt Thank muss ich gehen.